Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr bei eurem Bosch, Siemens oder Neff Geschirrspüler die komplette Bodenwanne abbauen könnt, um zum Beispiel an das komplette Zeolit-System zu kommen oder den Pumpentopf zu tauschen oder auch die Wasserweiche. Um die Bodenwanne bei Bosch Siemens Geschirrspülern abzubauen, müssen wir zuerst beide Seitenwände entfernen. Die Seitenwände sind im Normalfall mit 1 oder 2 Schrauben hinter dieser Dichtung gesichert. In diesem Fall ist es auf jeder Seite nur eine Schraube, die links herum rausgeschraubt wird. Zuerst auf der linken und dann auf der rechten Seite. Wenn dann beide Schrauben entfernt sind, können wir das Gerät auf die Seite drehen und die Seitenwand abnehmen. Die wird etwas nach oben gezogen und man kann sie dann zur Seite wegklappen. Unten ist sie auch noch eingehakt und dann kann man die Seitenwand komplett entnehmen. Wenn die Seitenwand entnommen ist, entfernen wir diese Abdeckung für die Scharniere. Die ist auch nur eingerastet und lässt sich abziehen. Und als nächstes müssen wir die Federn lösen. Um die Feder zu lösen, zieht man am besten die Feder etwas zu sich, um dann das Seil zu entspannen und oben auszuhaken. Wenn das Seil ausgehakt ist, müssen wir noch den Wasserzulauf entfernen. Das ist diese kleine Spange. Die Ablaufschläuche können am Wärmetauscher dranbleiben. Wenn die Spange entfernt wurde, kann man den Zulaufschlauch mit einer Zange nach unten ziehen. Wie gesagt, die beiden Ablaufschläuche können dranbleiben, die können wir später entfernen. Wenn wir das gemacht haben, schauen wir auf die Rückseite. Dort rasten wir den Eingang für den Zulaufschlauch aus. Das ist eine kleine Rastnase, die man, wenn man drauf schaut, nach rechts rüber schiebt und danach kann man den Zulaufschlauch etwas herausnehmen, kann diesen Stecker entfernen. Der ist auch mit einer kleinen Rastnase gesichert, die man zur Seite biegt. Und wenn man das gemacht hat, kann man den kompletten Zulaufschlauch entnehmen. Als nächstes machen wir auf der rechten Geräteseite weiter. Auch hier entnehmen wir die Seitenwand, die wir zuvor schon losgeschraubt haben. Danach entfernen wir den Stecker an der Elektronik, da auch die Elektronik ausgebaut werden muss. Als nächstes entferne ich auch hier wieder die Abdeckung von den Scharnieren und entspanne die Zugfeder, um das Seil zu lösen. Wenn wir das gelöst haben, wird als nächstes die Elektronik ausgebaut. Um die Elektronik auszubauen, löst ihr zuerst oben diese Abdeckung. Auch die ist nur eingerastet, wird an einer Seite hochgezogen und dann kann man die nach vorne herausziehen. Um die Elektronik zu entfernen, entfernen wir zuerst rechts oben diese beiden Stecker. Die sind auch wiederum mit kleinen Rastnasen gesichert. Das macht sich mit beiden Händen am besten. Hier sieht man nochmal diese Rastnase. Wenn ihr die dann drückt, könnt ihr den Stecker abziehen. Nachdem dann diese Rastnasen gelöst sind und die Stecker abgezogen sind, könnt ihr die restlichen Stecker komplett mit der Steckerleiste abziehen. Da muss man nicht jeden Stecker einzeln herausziehen und man hat beim Zusammenbau nicht das Problem, dass man schauen muss, welcher Stecker an welcher Stelle war. Wie ihr seht, gibt es hier eine komplette Rastleiste und auf der linken Seite der Elektronik befindet sich noch so eine Rastleiste. Auch die könnt ihr im Ganzen entfernen, um dann letzten Endes die Elektronik herauszubauen. Die Elektronik selbst ist auch wieder mit 2 Rastnasen am Gehäuse versehen. Dort hebelt ihr mit einem Stützschraubendreher etwas dazwischen und könnt dann die Elektronik nach oben wegziehen. Wie gesagt, wenn die Rastnasen gelöst sind, kann man die Elektronik nach oben herausziehen und sie dann komplett entnehmen. Wenn wir das gemacht haben, legen wir das Gerät am besten auf den Rücken und entfernen von vorn noch diese Blende. Diese Blende befindet sich direkt unter der Türöffnung und man kann durch diese Blende oder wenn diese Blende entfernt ist, direkt ins Geräteinnere schauen.
Auch hier sind es nur 2 Torx-Schrauben, die entfernt werden und danach kann man diese Blende etwas nach vorn weghebeln und entnehmen. Als nächstes entnehmen wir dann noch diese Schallisolierung und danach können wir schon ins Geräteinnere schauen. Als nächsten Schritt, um die Bodenwanne zu lösen, müssen wir hinten am Gerät diese kleinen Metallkrampen gerade biegen. Diese Metallkrampen befinden sich direkt am Edelstahlbottich. Das machen wir wiederum auf beiden Seiten, also links und rechts. Und im vorderen Bereich entnehmen wir die Seilführung und man sieht, dass hier die Kunststoffbodenwanne in das Metall eingehakt ist. Diese kleinen Haken können wir mit einem Schraubendreher lösen. Da müsst ihr auch keine Angst haben, dass da etwas wegbricht. Das geht manchmal etwas schwierig. Haben wir diese kleinen Haken auf beiden Seiten gelöst, schauen wir von unten gegen die Bodenwanne, denn als nächstes wollen wir den Schwimmerschalter lösen. Der Schwimmerschalter ist an dieser Stelle auch nur eingerastet, auch das kann man mit einem Schlitzschraubendreher wunderbar lösen. Haben wir das alles gelöst, können wir schon die Bodenwanne nach unten etwas wegziehen. Wenn ihr die Bodenwanne nach unten wegzieht, kann es sein, dass euch ein kleines Kunststoffteil entgegenfällt oder auch ein Blech. Dieses kleine Kunststoffteil, das fällt immer raus, das liegt dort nur lose drinne, gehört aber an diese Position, wo ich es gerade zeige. Zum Ende des Videos zeige ich euch aber nochmal genau, wo diese Teile hingehören, falls ihr euch da nicht mehr sicher seid. Wenn ihr dann die Bodenwanne etwas abgezogen habt, könnt ihr hinten noch den Ablaufschlauch aus dieser Halterung lösen. Genauso löst ihr dann den Ablaufschlauch noch an der Halterung an der Seite, wo er in die Wassertasche hineinführt. Und wenn ihr das alles abhabt, könnt ihr die Bodenwanne komplett nach unten abziehen und kommt an die verschiedenen Bauelemente ran und könnt diese dann austauschen. Wenn ihr Fragen zum Austausch habt, schreibt mir gerne eine Mail oder unter dieses Video, dann helfe ich euch gern weiter. Hier seht ihr nochmal die Bodenwanne von oben. Hier ist dieser Kunststoffklotz, der an dieser Position sitzt und den kompletten Spülbehälter stützt. Und hier sind noch die Abschirmbleche, die den Zeolithbehälter etwas gegen die restlichen Bauteile abschirmen sollen.